kann das beantragen. Die AfD hat 152 von 630 Abgeordneten. 210 ist ein Drittel, also ein paar fehlen noch. Die Linken haben ein paar mehr. Man wäre also über den Durst. Deshalb nochmal die dringende Aufforderung, jenseits aller ideologischen Schranken, liebe Linke, wenn es euch tatsächlich um Deutschland geht, dann müsst ihr dem Ansinnen von uns beitreten. Das Schreiben liegt bei Bärbel Baas. Ihr braucht nur zuzustimmen oder einen eigenen Antrag daneben zu stellen, dass dieses Drittel erreicht. Vollkommen zu Recht haben die Grünen ja selber das Vorgehen und die Inhalte dieses Pakets kritisiert, nur um jetzt am Ende doch einzuknicken. Und wofür? Für lächerliche 8 Milliarden pro Jahr für den Klimaschutz. Denn mehr war nicht nötig. Achtung, jetzt wird's ehrlich, das hält nicht jeder aus. Brandner fordert die Linken zum Handeln auf, nachdem das Gericht ihre Klagen gegen Merz Schuldenwahnsinn abgeschmettert hat. Jetzt gibt es eine letzte Chance, das Finanzpaket zu stoppen. Doch wird sie genutzt? Seht selbst. Auf geht's. Deutschland am 15. März 2025. Deutschland steht am Abgrund. Wir wissen alle, was los ist in unserem Land. Die Altparteien haben sich den Staat nicht nur zur Beute gemacht, sondern zum Opfer gemacht. Schamlos gelogen und betrogen im Bundestagswahlkampf. Jetzt Billionen Schulden aufgehäuft. Die Leute, Menschen draußen sind verzweifelt. Die Abgeordneten, zumindest in unserer Fraktion, sagen, ihr müsst was tun, ihr müsst was machen. Wir haben bisher alles Mögliche getan. Wir haben das Bundesverfassungsgericht angerufen mit dem Inhalt, die Bundestagssitzung am vergangenen Donnerstag, am kommenden Dienstag zu stoppen. Das Bundesverfassungsgericht hat das eiskalt abtropfen lassen, hat gesagt, das geht schon so, ist in Ordnung. Wir haben einen weiteren Eilantrag laufen, der sich damit beschäftigt, dass dieses Gesetzespaket 3 Grundgesetzänderungen, jetzt soll auch noch reingeschrieben werden, Dekarbonisierung Deutschlands bis 2045 ins Grundgesetz, also der richtige Sargnagel, der letzte Todesstoß für unsere Wirtschaft, für unsere Bürger. Das soll hoppla hopp durchs Parlament gepeitscht werden. Am morgigen Sonntag sind Sondersitzungen der Ausschüsse per Zoom vorgesehen, also in Online-Konferenzen sollen morgen über Billionen innerhalb kürzester Zeit entschieden werden, das Ganze dann durchgepeitscht am kommenden Dienstag im Deutschen Bundestag. Es ist einfach widerlich, was hier in Deutschland abgeht. Widerlich, ekelhaft, Altparteien lügen, betrügen, ganz zuvörderst Merz. Merz setzt das fort, was Merkel mit ihrer Deutschland hassenden und vernichtenden Politik begonnen hat. Die Ampel hat's fortgesetzt und jetzt kommt Merz und setzt noch einen oben drauf. Fürchterlich. Also was kann man noch tun? Auf das Bundesverfassungsgericht hoffen kann man immer. Die Realität sieht meistens natürlich so aus, dass das Bundesverfassungsgericht nicht so urteilt, wie man sich das im Sinne einer lebendigen Demokratie und eines funktionierenden Parlamentarismus wünschen würde. Der alte Bundestag soll sich jetzt entscheiden mit Dutzenden Abgeordneten, die gar nicht wiedergewählt wurden, mit einer FDP, die gar nicht mehr im Bundestag vertreten ist, mit weitreichenden Folgen. Wir haben nun als AfD-Fraktion zum letzten Mittel gegriffen und haben die Linken aufgefordert, mit uns zusammen dafür zu sorgen, dass der Parlamentarismus in Deutschland nicht vollständig vor die Hunde geht. Wir haben die Linken aufgefordert, mit uns zusammen die Konstituierung des neuen Deutschen Bundestags bereits am kommenden Montag oder Dienstag durchzuführen. Ein Drittel der Abgeordneten kann das beantragen. Die AfD hat 152 von 630 Abgeordneten. 210 ist ein Drittel, also ein paar fehlen noch. Die Linken haben ein paar mehr. Man wäre also über den Durst. Deshalb nochmal die dringende Aufforderung, jenseits aller ideologischen Schranken, liebe Linke, wenn es euch tatsächlich um Deutschland geht, dann müsst ihr dem Ansinnen von uns beitreten. Das Schreiben liegt bei Bärbel Baas. Ihr braucht nur zuzustimmen oder einen eigenen Antrag daneben zu stellen, dass dieses Drittel erreicht wird. Wenn ihr es nicht macht, dann macht ihr euch mitschuldig, versündigt euch an den anderen Generationen, stellt euch politisch ins Abseits. Ihr seid dann mit dafür verantwortlich, dass hunderte Milliarden Rüstungskosten rausgeschmissen werden, in den Ukraine-Krieg möglicherweise gepumpt werden, dass hunderte Milliarden dafür dazu benutzt werden, die deutsche Wirtschaft weiter zu vernichten, die Inflation anzuheizen und die Menschen draußen zu enteignen. Also Linke, springt über euren Schatten. Stellt ideologischen Mist hinten an. Es geht um unser Land, es geht um unsere Zukunft, um unsere nachfolgenden Generationen. Also, macht das Richtige oder schweigt für immer. Wenn ihr jetzt versagt, werdet ihr nie mehr aus dieser Klemme herauskommen, den Menschen draußen zu erklären, warum ihr indirekt doch für diese riesen Wählerverarsche und diese Vergewaltigung unseres Grundgesetzes wart. Stefan Brandner. Hier die Aussagen von den Linken, bevor das Gericht es durchgewunken hat.
Egal, wie oft SPD und Grüne beteuern, dass sie wirklich eine Reform angehen wollen im neuen Bundestag, es wird ihnen nicht gelingen. Denn wenn sie diesem Paket zustimmen, dann nehmen sie den Druck von der Union. Die wird sich keinen Millimeter bewegen. Das sage ich in aller Deutlichkeit. Und die versprochene Kommission, das ist nichts als ein Placebo. Das ist zum Ruhigstellen. Das ist ein Sterben auf Raten für eine Reform, die für unser Land so unfassbar wichtig wäre. Denn nur eine Reform der Schuldenbremse, wir wären natürlich für ihre Abschaffung, aber wir sind kompromissbereit, würde Spielräume im Haushalt eröffnen, um wichtige soziale Vorhaben für die Mehrheit in diesem Land durchzusetzen. Vollkommen zu Recht haben die Grünen ja selber das Vorgehen und die Inhalte dieses Pakets kritisiert, nur um jetzt am Ende doch einzuknicken. Und wofür? Für lächerliche 8 Milliarden pro Jahr für den Klimaschutz. Denn mehr war nicht nötig. Mit dem haben sie sich abspeisen lassen. Und wir wissen alle, dass deutlich mehr Mittel notwendig wären. Zudem gibt es jetzt auch mit den Grünen den gewünschten Blankoscheck für die Aufrüstung. Aber für den sozialen Ausgleich im Land gibt es mal wieder nichts. SPD und Grüne wiederholen also den großen zentralen Fehler der Ampel und lassen die Menschen hier im Land hängen. Die Linke beweist hier einmal mehr, dass Ideologie bei ihr über allem steht. Sogar über den eigenen politischen Überzeugungen. Erst ziehen sie vor Gericht, weil sie Merz' Schuldenpaket für falsch halten. Und als sich dann eine echte Möglichkeit ergibt, es zu stoppen, kneifen sie mit der lahmen Ausrede, nicht mit der AfD zusammenarbeiten zu wollen. Dabei geht es nicht mal um eine Zusammenarbeit im klassischen Sinne. Sie müssten einfach nur mit ihrer Unterschrift dafür sorgen, dass der neue Bundestag einberufen wird. Doch selbst das ist ihnen zu viel. Die Frankfurter Rundschau schreibt dazu ganz klar, die Linke sieht das geplante Finanzpaket zwar ebenfalls kritisch, lehnt aber zugleich ein gemeinsames Vorgehen mit der AfD ab. Damit entlarven sie sich selbst. Ihnen geht es offensichtlich nicht um Inhalte oder ums Wohl des Landes. Es geht nur darum, sich bloß nicht mit der AfD in einem Atemzug nennen zu lassen. Selbst wenn das bedeutet, dass Merz seinen Schuldenwahnsinn durchziehen kann. Wer so handelt, hat jede Glaubwürdigkeit verloren. Tja, Ideologie vor Vernunft. Und am Ende zahlt mal wieder der Steuerzahler. Was denkt ihr darüber? Schreibt's in die Kommentare. Lasst ein Abo da, wenn ihr mehr Klartext wollt. Bis zum nächsten Mal.